Ja, hallo und willkommen bei Mit Neugier unterwegs. Hallo! Ja, lange habt ihr auf diesem Kanal keine Reisevideos mehr gesehen. Ursprünglich haben wir ja den Kanal mal als einen Reisevlog-Kanal gestartet. Zwischendurch waren wir eben nicht ganz so viel auf Reisen. Darum drehte sich aber trotzdem der Kanal immer wieder rund um das Thema Natur und Tiere. Das ist auch das, womit wir uns ganz viel beschäftigen und wo wir uns auch in nächster Zeit mit sehr viel beschäftigen. Wir haben nämlich jetzt ein bisschen mehr Freizeit und deswegen geht es sowohl auf Reisen, aber es wird sich auch weiterhin hier bei uns um das Thema Natur und Tiere drehen. Wo geht es denn überhaupt hin jetzt in nächster Zeit? Was steht uns bevor? Was steht uns bevor? Eine Menge. Ja, wir haben jetzt insgesamt ein halbes Jahr Zeit, rumzureisen und unser erstes Reiseziel ist Costa Rica. Wir werden also Mittel- und auch Südamerika unsicher machen und ja, sind schon ganz gespannt und freuen uns. Es ist nicht mehr viel Zeit, es läuft gerade alles ziemlich chaotisch, denn in weniger als einer Woche geht es los und wir haben noch so viel zu erledigen. Die To-Do-Liste wird immer länger und ja, wir nehmen euch da jetzt einfach mal mit. Hoffen, dass ihr Spaß dran habt, dass ihr uns begleitet auf unserer Reise und auf unseren Abenteuern, die wir hoffentlich erleben werden. Ja, und damit starten wir jetzt. Willkommen im ersten Video. Willkommen im ersten Video. I don't wanna go waste another day. Mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it 1, 2, 3. Wir sind inzwischen zu Hause und es sind noch ein paar Tage vergangen. Ja, und jetzt geht das richtige Chaos erst los, denn heute packen wir. Und ja, ich würde mal sagen, du kannst mal kurz erzählen, was wir so grob alles haben für einen Kram hier. Also, wir haben hier erstmal unsere Rucksäcke. Das ist Steffen seine, das ist meine. Und ich hoffe, dass alles reinpasst. Ich habe ein bisschen Panik. Wir haben hier erstmal unseren ganzen Kram in Kartons gepackt. Klamotten, Packwürfel, ja, alles halt, was man so braucht. Hier haben wir noch so Kleinkram, den wir mitnehmen wollen. Ja, ich sollte ja nur grob erzählen, ne? Ich denke, grob erzählen reicht, denn wir machen, wenn ihr das möchtet, auch nochmal ein Packlisten-Video, was wir alles so dabei haben. Aber heute müssen wir erstmal vorankommen und den ganzen Mist hier in die Rucksäcke packen. I don't wanna go waste another day. Mess it up again, lost in my way. I'll be the one to have the highest price to pay. If I make it home tonight, may I hold you one last time? Let me hold you one last time. Getränk. Oh, danke. Alles für mich. So, auf dass du nicht zu viel mitnimmst. Ich guck's gleich, ey, wirklich. Du wirst sowieso mehr mit haben. Super. Läuft. Die Socke macht's weg. So, jetzt müssen wir aber auch was machen. Oh, sauer. 3 Stunden später. Ja, wir haben jetzt erstmal alles so ein bisschen grob zusammengepackt. Also ich kann mal hier rüber schwenken. 12 Kilo, 21 Kilo oder 22 Kilo, zärtliche 10 Kilo Und? Warte. und Sarinas Daypack. gerade 1,5 Kilo, ganz putzig. Viel Gepäck, aber wir haben natürlich auch viel Kamerazeug dabei, Schnorchelsachen haben wir dabei, weil wir sehr, sehr, sehr viel schnorcheln werden. Zumindest ist das der Plan. Genau, ja, ein paar Arbeitsgeräte haben wir natürlich mit, so Laptop, Tablet und so weiter. Ja, und das heißt, jetzt haben wir erstmal alles so ein bisschen gepackt und haben irgendwie das Gefühl, dass wir wahrscheinlich noch viel vergessen haben, aber das Ja, geht das noch. Gefühl habe ich auch bei der Kiloanzahl bei mir. Aber gut. Wir haben jetzt mal unser Backpack aufgeladen, um zu gucken, wie es so ist. Ist ja schon Ewigkeiten her bei uns und ja, wir würden sagen, wir sehen uns dann in Costa Rica. Herzlich willkommen in Costa Rica. Ja, wir befinden uns mittlerweile schon in Uvita, das liegt an der Pazifikküste. Und das Erste, was wir hier machen wollen, ist eine Whale-Watching-Tour. Und da werden wir jetzt losstarten. Und schon ging es los zur Whale-Watching-Tour. An diesem Tag waren besonders viele Menschen und Boote vor Ort, weil wir leider ein Wochenende gewählt hatten. Der Marino-Balena-Nationalpark wurde 1992 gegründet und umfasst eine Meeresfläche von über 5.160 Hektar und dazu kommen noch 171 Hektar Landfläche.
Der Marino Balena Nationalpark ist einer von 2 Meeresschutzgebieten in Costa Rica. Und jährlich kommen über hunderte Buckelwale an diesen Ort, um sich dort fortzupflanzen, ihre Kälber zu gebären und sich den Bauch mit Krill vollzuschlagen. Krill, das sind so kleine Krebstierchen und davon müssen sie über 1000 Kilogramm am Tag fressen, um überhaupt satt zu werden. Wir fuhren über 2 Stunden an der Küste entlang und der Guide erklärte uns viel über den Nationalpark und zeigte uns verschiedenste Orte und richtig schöne Strände, die man auch noch im Nationalpark besuchen hätte können. Unter anderem hat er uns auch einen Ort gezeigt, wo der Film von Mel Gibson Apocalypto gedreht wurde. Dieser Film ist übrigens sehr zu empfehlen. Nach über 3 Stunden hatten wir dann das große Glück, endlich Buckelwale zu sehen, weil die 100%ige Garantie hat man natürlich nie, weil schließlich ist es die freie Wildbahn. Und wir trafen eine Buckelwalmutter mit ihrem Kalb an und es war einfach total faszinierend und wunderschön. Ein Augenblick, den wir nie vergessen werden. Das Boot schaltete auch sofort den Motor ab und wir ließen uns einfach nur noch auf den Wellen treiben. Buckelwale leben meistens alleine oder nur in kleinen Gruppen. Wenn sie in größeren Gruppen zusammenkommen, dann liegt das nur daran, dass genügend Nahrung vorhanden ist. Aber natürlich auch zur Paarungszeit, denn Buckelwale leben polygam, das heißt, sie paaren sich mit mehreren Partnern gleichzeitig. Und so ein Buckelwal ist erst geschlechtsreif, wenn er 5 Jahre alt ist und mit einer Körperlänge von ca. 12 Metern. Um die Weibchen anzulocken, fangen die Buckelwalmännchen an zu singen. Und diese Gesänge konnten wir auch hören, das ist einfach nur atemberaubend. Atemberaubend waren auch die Wellen an diesem Tag. Diese verwackelten Aufnahmen überhaupt machen zu können, war echt schwierig. Aber ich hoffe, die Aufnahmen können doch einigermaßen überzeugen, denn solche Tiere sollte man echt mal in freier Wildbahn erlebt haben, um die Faszination für Wale überhaupt verstehen zu können. Zwar sieht man wirklich nur immer so eine Flosse aus dem Wasser herausschauen oder auch mal den Rücken aus dem Wasser herausschauen, aber trotzdem ist das wirklich ein einmaliges Erlebnis. Und als wir dann den Rückweg angetreten sind, sind auch immer wieder neue Wale aufgetaucht. Also irgendwann war der Knackpunkt wirklich erreicht, sodass sich Wale auch immer mehr gezeigt haben. Die Boote rund um die Wale haben sich auch wirklich immer sehr toll verhalten. Also der Motor wurde ausgestellt und die Tiere wurden auch wirklich in Ruhe gelassen und nicht verfolgt. Das ist uns nämlich persönlich sehr, sehr wichtig bei solchen Touren. Ansonsten könnten wir solche Touren auch nicht weiterempfehlen. Denn die Tiere, die sind natürlich dort zu Hause und sind da eigentlich auch ungestört umherschwimmen können. Ja, und als es dann wirklich zurückging Richtung Küste, ja, und wir ordentlich schnell unterwegs waren, da sind tatsächlich auch noch Delfine aufgetaucht. Also am Ende hatten wir wirklich sehr, sehr viel Glück und die Delfine, die sind auch richtig zu den Booten gekommen. Also die wollten mal so ein bisschen schauen, was so auf den Booten abgeht. Und das sind große Tümmler, der wohl bekannteste Delfin unter bis zu 40 Arten. Ja, denn der große Tümmler, der kommt ja häufig in Filmen vor, bekannt aus dem Film wie Flipper zum Beispiel. Und hier diese Tiere mal richtig schön in freier Wildbahn erleben zu können, ist auch wirklich atemberaubend. Ja, die Delfine umkreisten immer wieder die Boote, schwammen dann auch mal zu einem anderen Boot und sagten Hallo und kamen dann immer wieder zurück. Und wir konnten es kaum fassen, wie viel Lebensfreude die Delfine einfach ausgestrahlt hatten. Und auch hier war es wieder ganz, ganz schön schwierig, ordentliche Aufnahmen machen zu können. Aber solche Momente muss man manchmal auch genießen, um einfach auch mal den Tieren ein bisschen nah sein zu können. Tja, und dann hieß es aussteigen. Wir wurden ordentlich durchgeschaukelt. Sarina war sogar ein kleines bisschen seekrank, aber das war bei dem Wellengang wirklich keine Überraschung. Aber wir haben es hinterher alles gut überstanden und wir können nur sagen, dass wir wirklich sehr viel Spaß bei dieser Tour hatten. Ja, und das war doch hier ein toller Auftakt für unsere Zeit hier in Costa Rica. Das war jetzt unser erstes Video aus Costa Rica. Wir sind zurück von der Waltour und ja, würden sagen, das war doch eigentlich recht erfolgreich, auch wenn es heute ziemlich voll war. Aber es ist nun mal Sonntag, deswegen Tipp an euch, wenn ihr solche Touren bucht, am besten das Wochenende meiden, lieber in der Woche buchen und ja, dann ist es auch nicht ganz so voll. Aber Tiere haben wir ja trotzdem gesehen. Ja, und dann sagen wir jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling